Herzlich willkommen zum heutigen Lichtimpuls-Podcast. Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Mit meinem Puffelohr, mit meiner süßen Salome. Schon so groß ist sie geworden. Wir sind in einer neuen Zeit angekommen. Ob du es merkst oder nicht, ob es dir bewusst ist oder nicht. Es kann sein, dass gerade jetzt nochmal extra alles hochgespült kommt, weil wir im Neuen drinnen sind und du denkst, oh je, es ist im katastrophalsten Zustand von überhaupt und wie soll ich das überleben? Zu, ich fühle, dass die Freiheit, die Leichtigkeit und das Wählen können, der Schöpfer, der ich wirklich bin, vollkommen angekommen ist. Das ist die andere Seite. Und alles dazwischen. Schau mal, wo du selber stehst. Aber das Alte ist vergangen. Greift nicht mehr, ist nicht mehr da, kannst du nicht mehr hinein. Und das ist fantastisch. Egal wie es sich anfühlt, es ist fantastisch. Hier ist etwas Gewaltiges passiert. Und dieses Gewaltige ist schlussendlich in dir passiert. Denn du bist die Sonne in deinem Universum, so wie ich die Sonne in meinem Universum bin. Multidimensionalität heißt, ich bin ich und reflektiere mich in meinem Universum, in allem, was ich wahrnehme. Und du bist du und reflektierst dich in allem, was du wahrnimmst. Der gigantische Umschwung, Polumschwung in uns ist eine Realität außen existiert nicht. Eine Realität außen ist nicht wirklich außen, sondern es ist immer innen. Vielleicht kennst du die Situation, du liegst im Bett und du kannst nicht schlafen und alle möglichen Gedanken, Sorgen und sonstige Dinge gehen alle um dich herum, in dir, durch den Kopf. In Wirklichkeit geht es in dir durch den Kopf. Jetzt haben wir fälschlicherweise gelernt, dass was in dir durch den Kopf geht, außen wäre. Zum Beispiel Gedanken an einen Krieg oder an irgendwelche Dinge, die dir Angst bereiten. Sie sind in dir. Wenn wir ein für alle Mal bewusst klar sehen, Außen, wie wir es gelernt haben, als Außen, als eine Realität, vor der wir Angst haben müssen, existiert nicht. Die Wirklichkeit ist innen. Wandelt sich unser gesamtes Leben von Opfer in Schöpfer. Weil wenn alles innen ist, kann ich alles anwählen. Freie Energie steht uns zur Verfügung. Wenn du Fülle brauchst, musst du nach innen gehen und Fülle fühlen und in dir erleben. Und damit erzeugst du die Energie und Materie, Geist. Energie ist Geist, Materie folgt dem Geist. Wenn du in der Energie der Fülle lebst, muss Materie folgen. Wir haben gelernt, und das ist der Spektakel in die Dualität hinein, wir müssten etwas tun, damit wir etwas erreichen. Wir müssen außen etwas tun, damit wir es erreichen. Und dann erreichen wir es und erreichen wir es doch nicht. Denn wenn du dir anschaust, Berühmtheit, Geld, all diese ganzen Dinge,
Bringen die Anerkennung oder Sicherheit? Nein. Diese Menschen, je berühmter oft, je katastrophaler, dramatischer und fürchterlicher ist das Leben. Je mehr Geld, je mehr Sorge, alles wieder zu verlieren. Weil es außen nicht ist. Derweil, wenn ich einmal für immer und ewig Schluss mache mit der Idee, dass außen außen wäre und getrennt von mir wäre und das nach innen hole, brauche ich ja nur die Frequenz von Fülle anzusteuern. Und wenn ich weiß, ich kann durch die Energie, die ich erzeuge von innen, dauerhaft Fülle in meinem Leben holen, brauche ich nie wieder Angst zu haben, dass was genommen werden kann. Andersrum gesagt, wenn Menschen Mangel in sich drin haben und sie bekommen einen Lottogewinn von 1.000.000 Euro zum Beispiel, ist dieser Lottogewinn innerhalb von 0, nix aufgebraucht. Warum? Weil innen drinnen die Energieübererzeugung auf Mangel steht. Und da kann eine ganze Million Euro sowas von schnell wegschmelzen. Du kannst hunderttausende Geschichten davon in der Welt lesen. Weil das, was du in dir hast, erschafft deine Realität. Und da kannst du einen Lottogewinn von 1.000.000 bekommen und die ist nichts. Du hast nachher weniger. Wie viele haben weniger wie vorher? Ja, weil nämlich auch noch die Idee, dass ich einmal reich werden könnte, auch noch verloren gegangen ist. Also lass es los. Ein für alle Mal, dass irgendetwas draußen wäre. Weder kannst du Liebe dir herholen und Anerkennung über außen, in keiner Form auch über keinen Partner. Wenn du Mangel in dir hast, würde jeder sagen, Arrivederci, ich gehe. Ja. Kannst du den nicht herholen, wenn du sagst, ich habe so lang mein Leben und keinen Partner und nein und grässlich und sonst wie. Ja. Mit Mangel ziehst du nichts an. Ja. Genauso ist, sage ich mal, ich habe einen Ehemann 34 Jahre lang und wir haben eine fantastische Ehe heutzutage. Wir haben viel durchgearbeitet, aber der Punkt ist, warum ist sie so fantastisch? Ja, weil ich alles in mir nach Hause geholt habe. Ich nehme gar keine Rücksicht. Ja, aber ich habe gleichzeitig, so wie ich für mich, vollkommen für mich dastehe, das ist also nicht, das ist eine zusätzliche Verankerung in sich selbst mit jemandem anderen. Erlaube ich meinem Mann selber 100% in seinem eigenen Zentrum zu stehen. Das ist die Basis von einer fantastischen Ehe. Also das ist das Gegenteil von Mangel. Ich kann mich nicht verlieren, auch nicht in einer Ehe, im Gemeinsamen oder wenn ich nichts habe. Was ich in mir habe, wenn ich den Mangel in mir habe, erschaffe ich Mangel. Ich muss lernen, dass ich alles vorhanden habe, einfach dadurch, dass ich wählen kann. Ich kann ja wählen und kann ja mir Fülle vorstellen, oder? Du kannst das dir vorstellen. Du kannst dir vorstellen, was Fülle wirklich bedeutet. Du kannst dir vorstellen, was wirklich geliebt sein bedeutet. Du kannst dir vorstellen, was es bedeutet, im Paradies zu wohnen. Du kannst dir vorstellen, was es bedeutet, wenn Frieden auf der Erde ist, oder? Genau, und das ist die Erzeugungsfähigkeit von Energie, der Materie folgen muss. Wo in deinem Leben hast du deine Kraft noch abgegeben, weil du auf etwas wartest, was von außen passieren soll, anstatt selber es von innen zu erschaffen? Ich habe ja so fantastische Sachen auch in meinem Leben erfahren dürfen. Alles, ja, ich war selber, sagen wir mal, Stardesignerin und war in New York als berühmte europäische Designerin wurde ich da vorgestellt. Ja, und habe also da sozusagen Starkurz auch mal gespielt und all diese ganzen Sachen. Ich habe diese ganzen Sachen auch wirklich so leibhaftig erfahren. Ich habe ja sehr, sehr, sehr reiche Kunden gehabt, die mit ihren Privatjets zu mir kamen, weil ich so außergewöhnlich tolle Mode gemacht habe und so weiter. Und
Ich habe das überall alles erfahren und gesehen, ja, 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 das ist alles schön und gut, das ist aber alles Schall und Rauch, da ist nichts dahinter. Hinter diesen ganzen Äußerlichkeiten ist nichts dahinter, hinter den Dingen, die die Welt, sage ich mal, die Gesellschaft als erfolgreich, als besonders, als toll, als richtig, als sonst wie anerkennt, ist alles Kokolores. Es ist nichts. Schau dir mal ein Leben an von so jemandem wie Michael Jackson, der zum Beispiel, also ja, the King of Pop, ja, der also eine unvorstellbare Anerkennung von Leuten und Liebe auch, also sagen wir mal, ja, Magie förmlich in den Aufführungen hatte. Ja, was hat der für ein unendlich einsames Leben geführt? Das ist so furchtbar, das Leben. Da will kein Mensch mit tauschen. Und er hat ohne Ende Geld, aber was will er denn mit dem ganzen Geld? Nichts kannst du damit anfangen, wenn du komplett gebrochen bist von innen und nicht in der Welt laufen kannst und ewig nur diese so viele fürchterliche Sachen erlebst. Ja. Also man muss es sich nur angucken. Und der Punkt ist, was du innen tun kannst, was du außen nie tun kannst, ist, du kannst ja genau die Frequenz wählen, die du erschaffen willst. Zu 100%, ohne Mangel, ohne dass wieder etwas einstürzt oder sonst irgendetwas. Und das ist die neue Zeit. Jetzt am 14. März startet Level 3, die Zeichen der neuen Zeit. Ein extrem transformierender Kurs, der Level 1, Level 2 und jetzt kommt Level 3. Du kannst in irgendeinen einsteigen, wie dein Herz dir das sagt, auf Spendenbasis. Das sind alles Unterstützungen, wie du deine Vollkommenheit, die immer schon da ist, die alles weiß, in dir jetzt aktivierst und alles nach Hause holst. Nach Hause holst ist eigentlich falsch ausgedrückt, denn du musst nichts nach Hause holen, du musst etwas wegholen, um die Unendlichkeit und größten Reichtum, der du bist, jetzt frei zu legen. Jetzt stell dir vor, wie viele Leute haben ihre Gedanken und Gefühle, den Motor, der alles erschaffen kann, voll mit Kokolores, den sie nicht leiten können. Krankheitsgejammere, Ängste über die Zukunft, Stories aus den Medien, Stories aus den Social Medias, lauter Müll, der dir schlechte Laune, klein sich fühlen, mickrig sein, nicht gut genug sein, lauter Unsinn erfahren lässt, weil du dich nicht klar abgrenzt von diesem ganzen Zeug, was dir da angereicht wird und nicht entscheidest. Stell dir vor, in dir ist die göttliche Kraft, die alles erschafft. Der Motor, mit dem du alles erschaffst, sind deine Gefühle, deine Gedanken und das, was du innerlich in dir bewegst. Stell dir vor, du machst dir wirklich bewusst, du erschaffst das, was du bewegst. Dann frage ich dich, was du jetzt innerlich vor dir hast, ist es das, was du erschaffen willst? Wenn du sagst nein, dann entlasse es jetzt sofort. Wenn du nicht weißt, wie, komme auf meine Homepage. Auf Spendenbasis sind so viele Dinge dort, die warten auf dich, um dich darin zu unterstützen und dich hinzuführen in das, was vollkommen und deine Kraft ist, in dir. Ich bin Spiegel von dir. Du hast mich gerufen. Du hörst dieses Video nicht umsonst. Du hörst es, weil du es weißt, von was ich rede. Und weil du weißt, es ist Zeit, alles nach Hause zu holen.
Komm in meine Lichtaktivierungen. Die sind extrem wirkungsvoll. Jeden Sonntag wieder auf Spendenbasis. Du kannst auch aus einer riesigen Bibliothek von geführten Meditationen intuitiv das aussuchen. Stell eine Frage innerlich, wo du eine Antwort brauchst. Geh durch meine Sachen, klicke drauf und du wirst die Antwort bekommen. Du kannst nicht sagen, ich weiß nicht wie. Du kannst dich nirgendwo rausreden. Du bist der Schöpfer. Was heißt das? Ich muss den Weg gehen, selber. Ich kann dich erinnern daran, weil ich den Weg gegangen bin und ich kann dir nur sagen, es ist das Fantastischste der Welt, was wir hier in dieser Inkarnation erfahren. Es gibt nicht an einer einzigen Stelle irgendeinen Grund zu irgendeinem Millimeter von Sorge oder irgendetwas, was einem zustoßen könnte. Alles wählen wir auf vollkommener Ebene, auf der Ebene unserer inneren Stimme, auf der Ebene unserer vollkommenen Energie. Und alles, was wir wählen und alles, was noch so schrecklich aussieht, ist nur dafür da, dass wir den nächsten Schritt machen. Es war ganz interessant. Vor vielen Jahren ist mir ein Interview in die Hände gefallen. Es hieß The Hidden Hand. Und das war jemand, der hatte ausgepackt und kam von der Elite. Und die haben ja zum Teil auch Fähigkeiten und Wissen von diesen ganzen inneren Dingen in sehr vielen Fällen. Von dem, was ich rede. Und er sagte so einen interessanten Satz, den ich dir hier weitergeben möchte. Es muss immer schlimmer werden im Außen, bis jeder Mensch, bis der Einzelne anfängt aufzuwachen und sagt, so, stopp, so nicht weiter, jetzt mache ich eine Wende. Jetzt will ich so nicht mehr. Jetzt ist Ende. Jetzt kannst du selber einfach so weitermachen, bis du am Boden bist. Kurz vorm Sterben oder sonst irgendwo am absoluten Abgrund. Oder aber du tust genau jetzt dich neu entscheiden. Den Schritt zu machen in die Eigenermächtigung und in das Ergreifen deines eigenen Lebens. That's it. Du hast auch die Möglichkeit, mit mir one by one zu arbeiten. Auch das gibt es und ich halte dir einen entsprechenden Spiegel aus meinem vollkommenen Wesen entgegen, sodass du schnell zu dir selbst aufwachst. Die Welt ist für dich da, um dich zu unterstützen, dass du jetzt erwachst in deine Vollkommenheit. Überall ist in Wirklichkeit pure Liebe um dich herum, dass du endlich in deine Wahrheit zurückkehrst, die pure, reine Schöpfung ist. Bist du bereit, das, was der Motor deiner Schöpfung ist, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Story in dir, so zu wandeln, dass sie gefüllt ist mit dem, was du in der Welt sehen willst, was du in deinem Leben erfahren möchtest? Oder willst du weiter im Mangel und Angst daher krepieren, bis du endlich den Schritt tun kannst? Aber es ist auch gleichzeitig ganz entspannt zu nehmen, weil ich merke auch,
und kann auch sagen, in meinem Leben, also jeder dieser Tiefpunkte, durch den ich hindurchgegangen bin, war eben genau der Schlüssel für das, was ich heute leben darf. Und wie gesagt, es ist schlussendlich alles in Ordnung, alles gut. Und man steht einfach da, wo man steht. Und es kann schlussendlich besser nicht sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du bisher gehört hast. Das ist ganz großartig, weil das heißt, dass du wirklich jetzt eigentlich gerade ganz bewusst in das Neue einsteigst und dass das alles in dir wirklich resoniert. Und wie gesagt, es ist bereits passiert. Und jetzt geht es darum, das klar sich zu werden und bewusst zu werden und wirklich im Grunde genommen die Reichtümer, die alle da in unendlicher Fülle auf uns warten, auf dich warten, wirklich einfach schaufelweise jetzt zuzulassen und wirklich in deine Kraft und Macht und Fähigkeit und Größe hineinzugehen. Ich freue mich riesig, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du das tust. Es sind noch viele, die einfach meine Videos immer schauen, aber nicht meinen Kanal abonnieren. Das hilft mir nämlich sehr, dass meine Videos weiter gehört werden und auch wenn du deinen Daumen hoch gibst und wenn du mir in den Kommentaren schreibst, wo du gerade stehst oder einfach dein Feedback auch zu dem, was ich sage, weil das Ganze hilft den YouTube-Algorithmen, dass meine Message weiter gespreadet wird. Ja, in diesem Sinne freue ich mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal oder in meinen Kursen, meiner Lichtaktivierung und in meinem Feld und komm auf meinen Telegram-Kanal. Das ist ein fantastisch hochschwingendes Feld, wo ich täglich irgendwelche Impulse aus meinem Herzen heraus, aus meiner inneren Stimme poste und ein freudiges Miteinander zu finden ist. Bis zum nächsten Mal.